Ja, willkommen zurück. Schön, dass du da eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Suunto, beziehungsweise ich möchte euch zeigen, wie ihr in der Suunto-App hier Routen planen könnt. Das Ganze mache ich hier auf dem iPhone und das Ganze geht hier zum Beispiel mit der Suunto 5 Peak, die ich jetzt hier exemplarisch liegen habe, aber natürlich auch mit der Suunto 9 oder Suunto 9 Peak und auch die Suunto 7 wird hier unterstützt. Also da könnt ihr alle Uhren nutzen, die an dieser Stelle von Suunto hier Navigation unterstützen. Suunto bietet ja die Möglichkeit, hier auch eigene Routen zu planen. Ihr habt dann die Möglichkeit, zum Beispiel hier das Ganze hier über die Suunto-App zu machen. Das ist aber nicht nur für die Suunto-Uhren. Also ich habe jetzt zum Beispiel exemplarisch die Suunto 5 Peak liegen. Es geht natürlich auch mit der Suunto 9 Peak bzw. 9 Peak Pro. Nein, das Ganze geht auch jetzt für den Karoo 2, der jetzt gerade beschwert, einen Download zu bekommen. Ja, machen wir das Ganze mal. Und ja, da habt ihr die Option hier das Ganze zu planen und dann wird es hier dann auch synchronisiert. Wie geht das Ganze? Das ist eigentlich ganz einfach. Wir gehen in die Suunto-App hinein. Da sehen wir jetzt schon mal die Übersicht der Aktivitäten, die ich jetzt gemacht habe. Das ist auch Swift zum Beispiel oder auch die Laufwege bzw. die Wanderung. Hier müsst ihr jetzt einfach dann auf den Pin hier gehen und dann landet ihr schon in der Karte. Das ist hier unten der Pin. Und so bekommt ihr schon mal eine kleine Übersicht angezeigt. Das ist jetzt mein aktueller Standort, wo ich bin. Ihr habt dann die Möglichkeit, einmal zu sagen, ich möchte eine 3D-Karte haben. Dann bekommt ihr schon ein bisschen so einen kleinen Eindruck des Gebirges. Also das ist ein bisschen übertrieben gesagt. Und ihr habt auch die Möglichkeit, hier oben dann auf Outdoor zu gehen, hier euch verschiedene Karten anzeigen zu lassen. Zum Beispiel hier dann auch Satelliten oder dann auch Lawinengelände. Aber das ist jetzt für mich eher uninteressant. Aber wenn es für euch interessant ist, beziehungsweise das Ganze auch im Wintermodus. Ich würde aber sagen, wir lassen uns jetzt einfach mal hier das Outdoor-Gelände anzeigen. Ebenfalls können wir sagen, ich möchte hier so einen Straßenbelag befestigt, dann glatt unbefestigt oder unbefestigter Boden. Und so bekommt es dann hier schon mal ein bisschen grafisch angezeigt. Also wenn man auf die Karte oben schaut, könnt ihr das ganz gut erkennen. Ich mache mal kurz das Ganze nochmal auf 2D. So sehen wir jetzt hier die Wege. Und dann werden mir zum Beispiel beide Straßenbelege angezeigt. Und wenn ich jetzt draufklicke, sehen wir hier, geht das Ganze weg, beziehungsweise wir können das Ganze dann auch ausstellen. Dann haben wir hier noch die Option, eine Heatmap anzeigen zu lassen, fürs Laufen, fürs Radfahren, fürs Mountainbiken, als auch für Triathlon bzw. Alltrails. Und wir sehen hier, es gibt hier eine Vielzahl von Heatmap-Möglichkeiten, die wir haben. Wir nehmen jetzt einfach mal hier Laufen als Heatmap und dann sehen wir hier die komplette Heatmap, die wir hier haben, beziehungsweise was alles gelaufen wird. Wir können das Ganze hier dann nochmal hier oben auswählen mit Trailrunning, dann wird sich das ja auch ändern, das sieht man schon. Der Stadt ist jetzt nichts mehr, wir sehen es hier, ist alles dann wirklich auch hier im grünen Gelände. Ja, ich würde sagen, dann erstellen wir uns aber mal eine Route. Zur Routenplanung habe ich jetzt mal Mountainbike ausgewählt, einfach nur, weil wir jetzt einfach mal sehen wollen, wie das Ganze mit unbefestigten Straßen ist. Das wollen wir nämlich auch mal haben. Sagen wir hier befestigt oder glatt unbefestigt. Das ist gerade auch für Rennradfahrer natürlich interessant, die jetzt hier unterwegs sind. Und jetzt sehen wir hier so eine Mischung aus Heatmap und ja, unbefestigt und befestigt. Das kann jetzt für einen oder anderen vielleicht ein bisschen viel Information sein. Wir gehen jetzt einfach mal auf das Plus und das ist auch dann ganz einfach. Dann kommt hier Route erstellen, beziehungsweise Sie haben auch die Möglichkeit, hier Routen zu importieren. Wir wollen jetzt aber mal einfach eine Route erstellen. Dann sagen wir hier, wir fangen mal im Hemsbach an. Dann drücken wir einfach hier ganz einfach mit dem Finger drauf und dann nehmen wir einfach den nächsten Weg und sagen hier, befestigt, unbefestigt, den wollen wir haben. Und so könnt ihr dann euren Weg oder beziehungsweise eure Tour planen. Und wir sehen auch hier schon ganz gut, hier werden dann so Pfeile eingezeichnet. Das sind die Navigationshinweise, die wir dann bekommen. Und dann gehen wir einfach mal hier durch. Und wir können ja rechts unten dann auch nochmal auf die Informationen gehen, da bekommen wir auch mal freies Zeichen. Das heißt also, hier wird keine automatischen Routenführung, beziehungsweise alle Wegtypen können wir auch einstellen. Also hier könnt ihr das dann wirklich individuell einstellen, wenn ihr es braucht. Oder alle Straßentypen fürs Mountainbike. Und so ist es natürlich dann auch fürs Rennrad interessant, wenn ihr dann ja nicht auf irgendwelchen Straßen fahren wollt, die jetzt nicht für euch relevant sind. Und so können wir zum Beispiel sagen, ich möchte zum Beispiel hier unten hin und dann findet ihr automatisch den Weg hier für die Tour. Beziehungsweise sehen wir hier, da findet ihr das nicht. Wenn wir das Ganze zurück machen wollen, gehen wir einfach nochmal hier runter auf diesen Rückpfeil und dann sagen wir hier, okay, da möchte ich doch nicht hin, ich will eher da oben hin. Dann wollen wir noch hier hinfahren und so könnt ihr dann eure ganze Route hier abfahren, beziehungsweise dann wieder zurück und bekommt hier so eine kleine Routenübersicht. Was leider nicht geht, ist zu sagen, okay, die Route jetzt zu beenden, beziehungsweise bis zum Start zurück, das müsst ihr dann selber navigieren, aber so habt ihr das Ganze dann hier in der Übersicht. Wir bekommen unten dann einmal angezeigt die Distanz, beziehungsweise dann den Aufstieg, als auch dann hier die hochgerechnete Zeit bei 5 Stundenkilometer, die ich dann jetzt fahren würde. Wir können das Ganze dann hier auf Fertig stellen, dann bekomme ich hier nochmal die Aktivität angezeigt. Ich möchte das Ganze jetzt hier fürs Mountainbiken haben. Das haben wir hier fürs Mountainbiken, dann kann ich die Tour noch benennen. Wenn ich jetzt einfach mal Test, sagen wir fertig. Und wir sehen auch hier, das Ganze wird dann hier für mehrere Aktivitäten benutzt. Also man kann es dann auch für mehrere nutzen. Wir sehen hier, wir können es auch rausnehmen und so haben wir dann nur eine Aktivität.
Und so könnt ihr das Ganze dann speichern. Ihr könnt auch direkt sagen, ich möchte es auf die Uhr haben, dann kann ich das hier anhaken, dann sage ich jetzt einfach speichern und dann wird es hier auch schon direkt auf die Uhr übertragen. Wenn ihr es dann von der Uhr herunter haben wollt, geht ihr einfach hier unten zum Beispiel hier und sagen wir hier nicht mehr anhaken und dann wird das Ganze hier dann auch direkt von der Uhr heruntergelöscht. Ja, wie starte ich das Ganze auf die Uhr? Das ist eigentlich ganz einfach. Wir gehen jetzt mal in die Aktivität hinein, sagen zum Beispiel Training. Also wir haben jetzt einmal die Möglichkeit, die Navigation direkt zu starten oder dann hier über ein Workout das Ganze auszuwählen. Wir gehen jetzt einfach mal hier auf Mountainbike und wenn wir dann in der Mountainbike-Aktivität sind, gehen wir einfach hier runter und dann wählen wir dann hier bei der Tour dann entsprechend hier die Teststrecke aus, die wir jetzt gemacht haben. Wir sehen jetzt hier bei Routen und dann können wir einfach mal drauf gehen und dann sehen wir hier Laufrunde bzw. dann hier Test. Das ist jetzt die Route, die wir gerade geplant haben. Das können Sie mir anschauen und sehen wir hier nochmal die Übersicht angezeigt, beziehungsweise dann auch hier können wir das Ganze nochmal im Detail anschauen und können dann hier direkt loslegen. Wenn wir dann in die Oberfläche von Hammerhead hineingehen, beziehungsweise von Dashboard, dann sehen wir auch hier, die Route wurde direkt synchronisiert. Das sehen wir oben hier mit dem Dreieck, mit dem roten, das ist dann von Suunto, beziehungsweise wenn es dann von Komoot kommt, dann bekommt ihr dann auch hier von Komoot das Ganze angezeigt. Das können wir mal machen, wenn wir uns alle Strecken anschauen, sehen wir hier zum Beispiel Komoot ist das Symbol dann entsprechend hier. Ja, wie starte ich das Ganze dann hier auf dem Karoo 2? Das ist eigentlich ganz einfach. Wir gehen jetzt mal kurz in die Übersicht. Dann sehen wir hier, das ist die klassische Übersicht, die wir haben. Wir können einfach dann auf die 4 Punkte hier unten gehen. Dann kommen wir hier auf Routes. Da haben wir dann die ganzen Routen dabei. Und wenn ihr zum Beispiel nach dem neuesten sortiert, sehen wir auch ganz oben dann die Testrunde, die wir gerade gemacht haben. Und da ist es schon die Runde, können wir dann direkt hier losfahren. Und auch hier die Distanz ist dabei. Und können sagen, okay, lasst mich danach navigieren. Das Ganze sollte mal ein kleines Tutorial rund um Suunto sein. Ich wollte euch mal zeigen, wie ihr hier Strecken planen könnt, ohne dass ihr jetzt Komoot oder andere Sachen nutzen müsst. Das geht hier gesagt auch mit der Suunto-App, beziehungsweise dann auch für den Karoo 2. Wenn du noch mehr zum Thema Suunto sehen willst, ich verlinke dir oben mal die Playlist rund um Suunto, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke dir auch mal die Best-of-Playlist meines Kanals hier unten. Da kannst du mal schauen, was sonst noch so alles so stattfindet. Ich hoffe, das hat dir gefallen und ich würde mich auch freuen, dich auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.